Hallo meine Lieben, ich hatte euch in verschiedenen Videos ja schon mal gezeigt, wie ihr Schablonen erstellen könnt und was ihr dabei beachten müsst. Da war ich aber eventuell ein bisschen zu wenig detailliert und ich habe dazu auch Fragen bekommen und da sind die Antworten ein bisschen schwierig, die in Worte zu fassen, und deshalb dachte ich mir, ich mache kurz ein Video dazu, damit ich euch das zeigen kann, was ihr eben bei solchen Schablonen beachten müsst. Ich verlinke euch hier oben ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr mit dem Brother Plotter solche Schablonen machen könnt und wie ihr die dann auch anwenden könnt. Und zusätzlich werde ich am Schluss noch ein Video verlinken, wo ich euch das mit der Cricut Joy zeige. Aber wir kümmern uns jetzt in diesem Video darum, dass ich euch zeige, was ihr bei der Erstellung von Motiven beachten müsst, wenn ihr eben Schablonen erstellen wollt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich habe hier schon mal das Element, um welches es geht oder wo die Frage kam, um das anhand von eben diesem Beispiel zu zeigen. Als allererstes, was ich mache, ist, ich mache mir immer einen Rahmen um mein Element herum, damit ich da sehe, okay, das ist mein Schablonenmaterial, aus dem werden die Sachen ausgeschnitten. Wenn ihr eine zusammenhängende Schrift habt, das heißt, ihr macht hier mit dem Text einfach, gebt einen Text ein und wählt dann die entsprechende Schriftform aus oder Schriftart aus. Ich habe hier Milkshake, ein bisschen anders als das, was hier im Beispiel ist, aber das Prinzip ist dasselbe. Es sind nämlich zusammenhängende Buchstaben. Und wenn ihr das im Moment anguckt, dann sind die hier unterbrochen. Das heißt, wenn ihr solche Schriften verwendet, müsst ihr da auf Bearbeiten gehen und hier unten Überlappung verarbeiten, müsst ihr dieses Verschmelzen anklicken. So werden diese Unterbrüche aufgehoben. Das ist das eine. Das andere, was ich bei Schriften für Stencils immer angucke, es gibt ja solche Schriften, die per se für Stencils gemacht sind. Das sind hier solche Schriften. Also die Schriftart heißt auch wirklich Stencil in diesem Beispiel. Und die sind halt so gemacht, dass ich keine Innenräume habe. Wenn ich einen großen R normalerweise schreibe, dann habe ich hier einen runden Bogen, der an diesem Strich dranhängt, und da würde es mir diesen Innenteil ausschneiden. Dadurch, dass es eine Stencil-Schrift ist, passiert es halt nicht. Man hat hier die ganzen Buchstaben so aufgetrennt, dass das als Stencil auch funktioniert. Jetzt ist es aber nicht immer das Schönste, ne? Und naja, nicht immer das, was wir wollen, sondern wir wollen hier was so in dieser Schönschrift quasi gemacht ist. Und damit ihr das Problem ein bisschen besser seht, ich werde es euch gleich anhand von einem Papierschnitt zeigen, aber wenn wir das jetzt unbearbeitet, dieses Motiv unbearbeitet jetzt aus Stencil Material ausplotten würden, dann würde es, ihr seht überall, wo diese Linien sind, das alles, was weiß ist, ist ja der Stencil, das, was wir haben wollen. Dadurch, dass ich jetzt hier aber zum Beispiel diesen Kreis innen drin habe, der nicht hier an diesem äußeren Stencil Material dranhängt, würde es den auch ausschneiden, und de facto, ihr werdet es dann sehen, heißt es, dass ich ganz einfach dann hier diesen Kreis komplett wegnehmen kann und der hängt eben auch nirgendwo mehr dran, und so ist das für mich nicht wirklich brauchbar. Das zweite, was ihr sehen werdet, ist die Schriftgröße. Je nachdem, für was ihr das verwendet, ich habe es jetzt hier extra extrem groß, aber wenn ihr die Schrift jetzt von dem Design anguckt, das hat sehr viele, sehr schmale Linien. Und das sind Sachen, die sich für Stencils per se nicht so gut eignen. Das heißt, wenn ihr einen Schriftzug auswählt, dann nehmt lieber so etwas wie hier diese Milkshake, weil da sind die Verbindungslinien nicht ganz so dünn wie hier, weil sobald ihr da ein bisschen kleiner geht, es würde euch das vielleicht noch gut ausschneiden, aber
ihr müsst ja durch diesen Leerraum hindurch quasi nachher auch noch Farbe hindurch kriegen. Und das wird, je dünner dieser Strich ist, desto schwieriger wird das. Aber ich zeige euch das jetzt kurz anhand von einem Beispiel, wo ich das Ganze aus Papier ausgeschnitten habe, weil ich will natürlich nicht hier nur, um Sachen zu demonstrieren, quasi mein teures Stencil-Material verwenden. Aber gucken wir uns das kurz an. So, wenn ich das Ganze ausgeplottet habe, dann sieht das so aus. Es hat zwar alles einigermaßen gut geschnitten. Der Anker hier unten, kein Problem, können wir wegnehmen. Und wir haben genau die Form, die wir dann auch auf unser Material übertragen wollen. Das Problem, das ich gesagt habe, hier oben, ist genau das. Ne? Ich habe hier, das hat wunderbar ausgeschnitten, aber dieser Kreis hängt hier nirgendwo mehr dran und deshalb ist der weg. Und das ist nicht das Bild, was wir erreichen wollen. Das Bild, was wir erreichen wollen, ist das, was Sie hier den Oberteil von einem Anker haben. Funktioniert aber so nicht. Gucken wir uns den Schriftzug an. So, Schriftzug hat es wunderbar ausgeschnitten. Den oben, ich nehme den unten auch gleich raus. Und hier seht ihr jetzt dasselbe Problem. Ne? Hier bei den E's, was den E definiert, dass hier ein Innenraum ist, der fehlt. Beim R könnte man das noch verzeihen, aber hier bei den E's, das sieht einfach komisch aus. Und das mit den dünnen Linien ist das, was ich hier meinte. Ne? Also hier, die gehen noch, aber da wird es so dermaßen schmal, dass es echt schwierig wird, hier Farbe reinzukriegen. Hier unten wird es dann noch schlimmer. Also da müsst ihr wirklich drauf gucken, dass ihr eine Schriftart verwendet, die hier auch Sinn macht. Das ist jetzt das Beispiel, wie es nicht funktioniert. Und jetzt zeige ich euch, was ihr machen müsst, damit ihr sowas ausplotten könnt. So, ich habe jetzt mal hier gleich auch schon den Schriftzug ausgetauscht. Und wenn ihr gucken wollt, vorher war das der hier schon sehr schmal ist. Und den habe ich ausgetauscht und hier eben diesen Schriftzug Milky Way genommen. Und jetzt kümmern wir uns um die Probleme, die wir immer noch haben mit diesen Innenräumen. Da zoome ich jetzt kurz ein bisschen rein, weil was wir per se jetzt machen müssen, wir müssen dieses rosarote Material mit diesem Kreis hier verbinden. Ich gucke mir jeweils das Design an und gucke, wo macht das am meisten Sinn. Ich erstelle jetzt hier kurz so ein Viereck, mache das klein. So, von diesen Vierecken, ich gucke am Anfang immer, wie viele brauche ich. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehr wahrscheinlich 9. Also Ctrl-C, Ctrl-V und kopiere das 9-mal. So, und jetzt muss ich hingehen und dieses Element so platzieren, dass ich hier eine Verbindung schaffen kann. Das heißt, jetzt beim Anker würde ich persönlich, da müsst ihr ein bisschen gucken, was euch am besten gefällt. Ich versuche hier den Strich entlang von diesem unteren Element in die gleiche Neigung zu bringen. Und dann so, dass es hier mit dieser Kante abschließt und in den Kreis reingeht. Ich kann noch ein kleines bisschen nach drüben. So. Und dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, ich hänge dieses Element an zwei Stellen an meinen Stencil dran,
Können wir gucken, wie das aussieht. Jetzt um dieses Element, wir müssen ja quasi jetzt diesen Teil des Ankers, was hier alles weiß, ist, mit diesen Elementen hier unterbrechen. Wie mache ich das? Ich markiere mir ganz einfach den Anker. Ich muss nur kurz die Reihenfolge angucken, sorry. Ich nehme den Anker komplett hoch in den Ebenen und auch die beiden Formen. Respektive, ich gebe die Formen drüber. Einfach so, jetzt seht ihr es. Ne? Anker, die erste Form, die zweite Form. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, also ich gehe auf das erste Element, halte die Shift-Taste gedrückt und klicke die anderen beiden Elemente mit der Maus an. Und jetzt gehe ich auf Bearbeiten und sage hier unten Teilen. Und jetzt hat es mir das alles komplett in Einzelteile aufgeteilt. Und jetzt kann ich die Elemente, die ich nicht brauche, weglöschen. Das heißt, ich klicke drauf und ihr könnt hier ein bisschen kompliziert, irgendwo hat es ein Delete bei den Ebenen. Genau hier, ein Papierkorb. Einfacher geht es, wenn ihr einfach mit der Maus drauf geht und dann eure Delete-Taste auf dem PC oder auf der Tastatur drückt. So, jetzt können wir uns hier das Element, das ist jetzt ein bisschen eckig geworden. Man sieht es hier, hat es einen zusätzlichen Pfad gegeben oder Kontrollpunkt gegeben. Da versuche ich jetzt mal, wenn ich den einlösche, ob das besser wird. Ja, ist der Fall. Das heißt, ich gehe hier oben auf Punkt löschen, wenn ich drauf bin. Mache ich nochmal. Und dann habe ich wieder eine gerade Linie, nämlich von dem Punkt hier oben nach hier unten. Und dann könnt ihr euch das Design angucken und sagen, ne, passt es für mich immer noch? Oder will ich vielleicht einfach hier zum Beispiel hier oben eine Verbindung und auf den Seiten je eine Verbindung? Auch das könnt ihr machen. Also einfach so, dass ihr die Verbindung schaffen könnt, aber trotzdem es immer noch ersichtlich ist, was will ich hier eigentlich zeigen. Ihr könnt nachträglich, also wenn ihr das zum Beispiel jetzt, wenn ihr ein Holzschild macht und das als Stencil verwendet, könnt ihr das Ganze zuerst mit dem Stencil auftragen, dann den Stencil wegnehmen und dann mit einem feinen Pinsel immer noch diese Linien wieder verbinden. Das geht, ne? Also das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Es geht einfach darum, dass dieser Punkt hier an der Schablone dran hängen bleibt. Und je nachdem, wie groß ihr das dann ausplottet, wirklich drauf gucken, dass diese Linien genug dick sind, damit es dann auch wirklich dran hängen bleibt und nicht hier herumwackelt. Dasselbe mache ich jetzt also ich gebe euch ein bisschen Musik aufs Ohr und ich mache jetzt dasselbe noch mit den übrigen Buchstaben. Ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment we're breathing. Eine andere Möglichkeit, die ihr habt, ist effektiv selber einen Pfad zu erstellen. Dann geht ihr hier drüben auf das Pfad-Tool und dann könnt ihr versuchen, hier möglichst einen guten Punkt zu finden, um das zu unterbrechen. Ich versuche es jetzt mal hier.
Wenn ihr dann wieder auf den ersten Punkt drauf drückt, dann schließt sich dieses Element und es bildet halt eben diese Form. So hold on and let's save this night. Lovers to fight for the joy of making up. Nicht erschrecken, wenn die Farbe ändert, da ist es jeweils so einfach das darüberliegende Element. Bei mir war das jetzt das Pfadelement, hatte keine Füllfarbe und deshalb hat es dann das Meer, dieses Geht, auch die entsprechende Farbe übernommen. Jetzt müssen wir uns hier noch um diese Punkte kümmern, die ein bisschen komisch aussehen. Trying to feel safe. Favorite mistake playing on repeat. Baby, let's feel every. So, und jetzt seht ihr, dass wir hier wirklich überall, da wo es uns die Sachen ausgeschnitten hätte, haben wir hier eine Verbindung geschaffen, so dass das Ganze dann am Stencil dran bleibt. Und trotzdem, wenn man es ein bisschen von weiter betrachtet, sieht man immer noch, was es sein soll. Und eben wie gesagt, ihr könnt immer noch, wenn ihr dann die Farbe aufgetragen habt, das dann mit einem feinen Pinsel wieder schließen. So, das ist der Schriftzug und den übertrage ich jetzt an den Plotter und plotte das kurz aus. So, und jetzt seht ihr als Vergleich so ein bisschen, wie das funktioniert hat. Das heißt, diese Innenräume, das kurz so machen. Ja, das war die von vorher. Da hat es uns die ganzen Innenräume weggeschnitten. Und jetzt, dadurch, dass wir die verbunden haben, selbst hier die Filigranen sind immer noch da. Das heißt, man kann diesen Schriftzug auch besser lesen. Und es macht halt einfach mehr Sinn so. Und wie gesagt, ihr könnt es als Schablone verwenden und dann diese Striche, wenn ihr dann die Schablone wegnehmt, immer noch nachfärben mit einem feinen Pinsel. Vielleicht zum Schneiden, das hier, wenn ich irgendwas aus Papier ausschneide, ich habe das Messer auf eine 5 eingestellt. Stencils mache ich natürlich normalerweise mit Stencil Material. Ich nehme in der Regel hier das von Silhouette, dieses Stencil Material, und das schneide ich effektiv mit dem Schneidermesser eingestellt auf eine 8. Das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen für euch, wenn ihr Stencils erstellen wollt. Und ja, ansonsten, wenn ihr dazu noch mehr wissen müsst oder irgendwo noch eine kleine Challenge habt, dann könnt ihr mir das wie immer auch in die Kommentare reinschreiben. Aber ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich und es beantwortet auch die Fragen, die ihr hattet. Die Materialien, die ich verwendet habe in diesem Video, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept